Schnell und einfach bezahlen ist hier in Singapur überhaupt gar kein Problem. Dafür gibt es PayNow. Da kannst du ganz einfach mit dem QR-Code bezahlen. Wie das funktioniert, erklärt uns heute der Oliver. Sag mal, was steckt denn dahinter? Weißt du was, Jürgen? Komm mit, ich zeig dir das mal. Komm, wir kaufen jetzt mal was, ich zeig dir das mal. Ja? Mal was Süßes, Ja, oder? genau, sehr gute Idee. Ah, lecker. Lecker, was gibt's denn Gutes hier? So, ich mache jetzt hier meine PayNow-App auf. Mit der bezahle ich gleich, ja, und drücke hier auf Scan. Und dann siehst du hier den QR-Code. Okay. Ja. PayNow, PayNow. How much is it? $8.70. $8.70. Du musst den Betrag Ich gebe den Betrag ein und dann schickst du die Zahlung ab. Und dann zeigst du, dass du auch bezahlt hast. Genau, dann. Thank you. Und schon haben wir 3 Käsedinger hier. Und gerade eine E-Mail bekommen, dass ich eine Bezahlung durchgeführt habe. Du hast auch eine E-Mail dafür Ja, du bekommen. kriegst bei jeder Bezahlung eine E-Mail zur Bestätigung. Okay. Ja. Wo liegt denn jetzt der Unterschied zu anderen Bezahlmethoden? Na, du hast ja, in Deutschland kennst du ja die Kreditkartenzahlung, ja, wo du auch mit Apple Pay ans Gerät gehen kannst und bezahlen kannst. Das gibt's hier natürlich auch. Du hast aber für kleinere Beträge, ist eigentlich die PayNow-Lösung ideal. Also im Grunde genommen Bargeldersatz, ja, also bis zu 100 oder 200 $. Anstatt irgendwie immer mit einem dicken Geldbeutel rumzulaufen, hast du jetzt deine PayNow-App und kannst also auch kleine Beträge, 50, 60 Cent, kannst du alle mit PayNow bezahlen. Ist das dann gedeckelt? Ganz genau. Also es ist wirklich als Bargeldersatz gedacht. Ja. Kleinere Beträge bis zu 100 oder 200 $, kommt auf den Händler an, können mit PayNow bezahlt werden, ohne dass du groß PIN und irgendwie OTPs und SMS bestätigen musst. Es ist im Grunde genommen wirklich echter Bargeldersatz. Ja. Und so sieht's auch aus. Also ich habe seit Monaten keinen Geldbeutel mehr in der Hosentasche und brauchst du hier einfach nicht mehr. Was ist denn jetzt der Vorteil für den Händler oder den Anbieter? Also kleinere Geldbeträge lohnen sich für den Händler typischerweise nicht über Kreditkarte zu akzeptieren. Deswegen sieht man ja auch oft in Deutschland, dass man erst ab 10 oder 20 oder 30 € eine Kreditkartenzahlung akzeptiert. Hier mit PayNow sind die Gebühren, entweder gibt es gar keine Gebühren, kommt auf die Bank an, oder es gibt ganz geringe Gebühren für den Händler. Das heißt, der Händler ist absolut motiviert, so eine Zahlung anzunehmen. Sehen die Banken sich denn jetzt überhaupt nicht mehr als Konkurrenz hier? Ach klar, absolut. Die buhlen um jeden Kunden natürlich. Ja. Aber du meinst, weil die sich alle zusammengeschlossen haben. Naja, zum einen hat der Regulator dann natürlich, ich sag mal, den notwendigen Druck ausgeübt, sowas zu machen. Singapur ist ja auf einem echten Digitalisierungstrend, digitalisieren ja alles, ja, auch ganz viele Staatsdienste, du kannst alles online machen. Da gehört Bezahlen natürlich mit dazu. Dann kommt dazu, dass Bargeld einfach teuer ist. Ja? Du musst es drucken, dann gibt es Falschgeld, dann geht es kaputt, dann musst du eingerissenes Geld musst du tauschen. Ja? Also die ganze Logistik für Bargeld ist wahnsinnig teuer. Das heißt, sie hatten viele Gründe, das Bargeld eigentlich abzuschaffen, so wie viele Länder das ja eigentlich möchten. Und und dann haben die Banken im Grunde genommen keine andere Wahl gehabt, weil der Kunde vor allem halt auch wirklich großes Interesse daran hat. Keiner will Geld rumschleppen, wenn es mit dem Handy halt auch geht. Ja, das ist doch mal was. Die Bank hört auf den Kunden und sagt, Genau. machen wir doch, was du willst. So Ja. ist es. Wann warst du das letzte Mal beim Geldautomaten? Ich würde mal sagen, jetzt haben wir Oktober, ich glaube im Juli. Also ich trage das Geld irgendwie immer mit mir spazieren in meiner Aktentasche. Ich brauche es wirklich nie. Interessant. Ich versuche auch davon wegzukommen und ich würde auch mal gerne wissen, Audience, wie seht ihr das? Würdet ihr so eine PayNow-Lösung auch in Deutschland nutzen wollen?